Osteuropa, 18. Jahrhundert. In einer kleinen Synagoge im Kerzenlicht sitzt eine Gruppe von Rabbinern zusammen. Was hier verhandelt wird, ist beispiellos. Der Angeklagte ist Gott selbst. In der jüdischen Tradition gibt es eine Institution namens den Torah, ein religiöses Rechtsgericht, meist aus 3 Rabbinern bestehend. Doch mehrmals in der Geschichte wurde dieses Gericht Schauplatz eines beispiellosen Falls. Die Tradition, mit Gott zu verhandeln, reicht weit zurück. Im Buch Genesis fragt Abraham vor der Zerstörung Sodoms: Wird der Richter der ganzen Welt nicht das Rechte tun? Und das Buch Hiob erzählt von einem Mann, der inmitten unverdienten Leids direkt von Gott Rechenschaft fordert. Im 18. Jahrhundert soll der Rabbi Levi Yitzchak von Berditschew angesichts des Elends seiner Gemeinde einen symbolischen Prozess gegen Gott eröffnet haben. Seine Frage war klar: Warum hältst du deinen Bund um einen so schweren Preis? Er sprach wie ein Ankläger, doch endete sein Gebet stets in Hingabe und Liebe. Elie Wiesel berichtete von einem Ereignis während des Zweiten Weltkriegs. In einem Lager sollen einige Rabbiner Gott symbolisch des Vertragsbruchs für schuldig befunden haben. Diese Erzählung wurde zu einem der eindrücklichsten Beispiele dieser jahrhundertealten Tradition. In keinem dieser Prozesse wurde je ein offizielles Urteil gefällt, denn es ging nie um eine Verurteilung, sondern um die Auseinandersetzung mit dem Schmerz. Von Abraham zu Hiob, von Berditschew zu Auschwitz. Dieselbe Frage wurde von Generation zu Generation weitergetragen. Warum schweigt der Gerechte so lange? Die Strafe der Geschichte kennt kein Urteil, nur die Fortsetzung der Frage. Diese Frage begleitet Gläubige bis heute, in Synagogen, in Gebeten, in stillen Momenten des Zweifels. Sie ist kein Zeichen des Unglaubens, sondern ein Ausdruck tiefster Verbundenheit. Manche nennen es Rebellion, andere nennen es die ehrlichste Form des Glaubens. Vielleicht ist gerade das die Antwort: Nicht das Schweigen zu akzeptieren, sondern es auszuhalten, während man weiterfragt. Und so bleibt der Dialog zwischen Mensch und Gott offen, fortgeführt von Generation zu Generation. Und jetzt bist du dran. 4 Fragen zu dieser Folge. Schreib deine Antworten in die Kommentare. Frage 1: Was bedeutet der Begriff Din Torah auf Deutsch? Frage 2: Warum eröffnete der Rabbi von Berditschew einen symbolischen Prozess gegen Gott? Frage 3: Wie heißt der Mann aus der Bibel, der trotz unverdienten Leids direkt von Gott Rechenschaft forderte? Und Frage 4: Findest du es respektlos oder mutig, mit Gott zu streiten? Schreib deine Antworten in die Kommentare. Ich lese jede einzelne.